Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen, gesunden, rohköstlichen Dessertvideo von mir. Und zwar werden wir einen No-Bake-Cake Limettenkuchen herstellen, der auch noch kohlenhydratarm ist. Sprich ein ketogener Kuchen, den man nicht backen muss, der dazu noch rohköstlich und vegan ist. Ein köstlicher Genuss, der auch noch gesundheitliche Vorteile mit sich bringt und bei dem man kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man es dann verzehrt. Mashallah. Und wie man diese wertvolle, leckere, gesunde Süßigkeit herstellt, das zeige ich euch jetzt inshallah. Zuerst werden wir dazu 300 Gramm Cashewnüsse in Wasser einweichen, möglichst über Nacht. Wer die Zeit nicht hat, könnte sie auch einfach mit kochendem Wasser übergießen und sie eine halbe Stunde darin einweichen. Gesünder wäre es allerdings, über Nacht einzuweichen, damit sie ihre Phytinsäure verlieren. Am nächsten Morgen werden wir dann den leckeren, knusprigen Boden zubereiten. Dazu geben wir rohe Mandeln in die Küchenmaschine und zerkleinern sie. Sobald die Mandeln fast ganz klein geschnitten sind, aber noch nicht zu Mehl gemahlen, dann kommen die Walnüsse hinzu und dann wird alles nochmal zusammen gehäckselt, so dass wir ganz kleine Nussstückchen erhalten, wie wir das hier sehen, aber nicht zu feinem Pulver vermahlen. Das gibt dem Boden nachher einen leckeren Biss und dann kommt hier jetzt Kokosmehl hinzu, dann pulverisiertes Xylit, der gesunde Zuckeraustauschstoff, den man auch selber einfach in der Kaffeemühle zu Puder vermahlen kann, und dann kommt eine Prise Himalaya-Salz hinzu. Dann vermischen wir kurz erstmal die trockenen Zutaten, bevor wir dann die flüssigen Zutaten hinzugeben werden. Das wird dann geschmolzene Bio-Weidebutter sein und ebenso geschmolzenes bio-natives Kokosöl. Dann verrühren wir diese Zutaten erstmal einmal gründlich durch, bevor dann noch die letzte flüssige Zutat hinzukommen wird. Und das werden dann diese Bio-Stevia-Schokodrops sein, die wir noch zum Schmelzen bringen werden und dann in geschmolzenem Zustand da hinzugeben werden. Die bestehen also aus Bio-Schokolade, die nur mit Stevia und Erythrit gesüßt ist. Dann vermischen wir diese nochmal gründlich hier mit den Zutaten und jetzt ist der Boden auch schon fertig und dann kommt er in eine kleine Springform, die ich hier mit Backpapier ausgelegt habe, aber man könnte das Backpapier auch einfach weglassen und sie stattdessen einfach einfetten mit Kokosöl. Und dann wird der Boden einfach fest mit dem Löffel angedrückt zu einer gleichmäßigen, flachen Ebene. Und damit ist der Boden jetzt fertig vorbereitet und kommt in den Kühlschrank, während wir dann die Füllung zubereiten. Dazu werden wir jetzt die eingeweichten Cashewnüsse unter fließendem Wasser in einem Sieb durchspülen. Und sobald wir das getan haben, kommen diese in einen Hochleistungsmixer hier in meinen Vitamix. Und dazu kommen dann noch folgende Zutaten. Zum einen mein selbstgemachter Kokosjoghurt. Mein Video dazu kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Und 200 Gramm. Ja, und dieser Kokosjoghurt, dieser selbstgemachte Kokosjoghurt ist natürlich ein natürliches Probiotikum, was dann auch noch unserer Darmflora von Nutzen sein wird. Dann geben wir ebenso viel bio-natives Kokosöl hinzu, welches wir kurz zum Schmelzen bringen. Das kommt dann in geschmolzener Form hinzu. Nachdem wir das hinzugegeben haben, kommt dann noch ein Päckchen Vanilleextrakt hinzu. Dann kommt das gesunde, kohlenhydratarme Süßungsmittel hinzu, und zwar Xylit. Und das werden wir noch mit einer kleinen Messerspitze Stevia anreichern. Auf diese Weise kann man eine Menge Xylit sparen, denn Stevia hat eine extrem starke Süßungskraft. Und da reicht es immer schon, eine Messerspitze davon zu verwenden. Dann kommt noch der Saft einer ganzen Limette hinzu. Wer den Limettengeschmack im Kuchen sehr gerne dominant haben möchte, der könnte auch noch eine zweite Limette, also den Saft einer zweiten Limette hinzugeben oder auch den Saft einer Zitrone. Und das waren auch schon alle Zutaten, was die Füllung betrifft. Jetzt wird das Ganze einfach im Hochleistungsmixer richtig gründlich durchpüriert. Man könnte die Creme auch noch mit etwas Kokosmilch verdünnen, falls sie einem zu fest sein sollte. Und das war's dann auch schon. Wir sehen eine köstliche, dickflüssige Creme, die wir hier erreicht haben, die auf dem Kuchenboden gut verteilt wird und nochmal durchgeschüttelt wird, damit wirklich alles sacken kann. Und dann kommt das Ganze jetzt in den Kühlschrank über Nacht. Man könnte den Kuchen auch einfrieren, wenn man das möchte, aber im Kühlschrank würde das auch schon reichen. Aber er muss wenigstens einige Stunden im Kühlschrank stehen, damit die Füllung wirklich fest wird. Und jetzt werden wir eine Limette auf diese Weise reiben, damit wir den Zester der Schale der Limette erhalten. Und dann werden wir einige wenige Walnüsse klein hacken. Diese beiden Zutaten dienen dann zur Dekoration des Kuchens. Die stellen wir zur Seite und sobald der Kuchen dann am nächsten Morgen richtig fest sein wird,
werden wir ihn aus der Springform entnehmen. Ich hatte den Kuchen letztendlich dann doch eingefroren gehabt, aber wie gesagt, es reicht auch, ihn im Kühlschrank einige Stunden stehen zu lassen. Und jetzt werden wir den Kuchen eben dekorieren, hier mit den vorher geschnittenen Walnüssen und auch dem Zester der Limettenschale. Und damit ist dieser köstliche Kuchen auch schon fertig, Mashallah. Jetzt könnte man ihn theoretisch auch anschneiden. Der Boden wird durch die Kühlung relativ hart, deswegen ist der etwas härter durchzuschneiden, aber das macht ihn eben gerade so lecker knusprig. Und ja, schaut mal, wie schön der aussieht, Mashallah. Er sieht also nicht nur sehr schön aus, sondern er schmeckt auch ganz vorzüglich. Und ich finde, der schmeckt besser als jeder ungesunde No-Bake-Cake. Hier haben wir also nicht nur einen gesunden, ketogenen Kuchen gezaubert, der relativ kohlenhydratarm ist, sondern dazu auch noch roh vegan, was für alle diejenigen interessant ist, die auf tierische Produkte verzichten möchten. Cashewkerne sind übrigens äußerst vitalstoffreiche und wohlschmeckende Kerne, die mit fast 20% Eiweiß zu einer hochwertigen pflanzlichen Proteinquelle zählen. Und zwar enthält das pflanzliche Protein besonders viel der so wertvollen Aminosäure L-Tryptophan, aus der im Körper das Glückshormon Serotonin hergestellt werden kann. Und zwar zählen Cashewkerne mit fast 290 Milligramm L-Tryptophan pro 100 Gramm zu den besten L-Tryptophan-Lieferanten überhaupt. Und Tryptophan hebt eben die Stimmung, wirkt beruhigend und gewichtsreduzierend. Cashewkerne sind auch deshalb so gesund, weil sie sehr reich an Vitaminen sind. Und zwar enthalten sie große Mengen an den Vitaminen B1, B2, B5, B6, E und K und dann ebenso große Mengen an Magnesium, Phosphor, Kalium, Kupfer, Eisen und Zink. Ferner senken Cashewkerne den Cholesterinspiegel und schützen das Herz. Unter anderem. Und was das wertvolle Kokosöl betrifft, so ist ja inzwischen bekannt, dass Kokosöl in der Lage ist, die menschliche Gehirnfunktion zu verbessern und sogar die Symptome von Alzheimer zu lindern. Subhanallah. Und wie gesund der selbstgemachte Kokosjoghurt ist, der als natürliches Probiotikum fungiert und damit die Darmflora verbessert, wodurch wiederum das Immunsystem gestärkt wird, das muss ich ja nicht eigens erwähnen. Es ist also klar, wie befriedigend solch eine köstliche, gesunde, wertvolle Süßigkeit ist. Allahumma barik. Damit wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachmachen, guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und dieses Video mit euren Freunden zu teilen. Vergesst auch nicht das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.